1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist eine andere Kamera als sonst? Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen im neuen Jahr, in 2025. Klassisch, Raststätte. Das heißt, wir sind wieder auf dem Weg zu einem Radrennen. Diesmal geht es zur deutschen Querfeldein-Meisterschaft nach Chemnitz. Ich bin nicht auf einem von diesen klassischen Rastplätzen, wo wir uns sonst immer treffen oder die erste Aufnahme machen für ein Video, sondern wir sind an einem Rastplatz Richtung Cottbus, gerade Richtung Dresden. Die BerlinerInnen kennen ihn vielleicht. Nicht zu empfehlen, unglaublich teuren Kaffee. Hier ist einfach alles teuer. Aber hier war ich früher auch sehr oft, weil als ich noch für LKT, für das deutsche Conti-Team gearbeitet habe als Speicherleiter, ging das hier nach Cottbus. Habe ich hier mal angehalten, habe mir dann einen sehr teuren Kaffee gekauft. Wie auch immer, ja, so ein Weg nach Chemnitz ist Kadirs zweites Crossrennen, was er begleitet. Und witzigerweise ist das erste Crossrennen, was er begleitet hat, auch eine deutsche Meisterschaft gewesen in Kleinmachnow. Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Ich glaube 2019. Ja, ich glaube 2019. Und das ist da, wo Kadi und ich uns kennengelernt haben, wo Kadi das erste Mal ein Video gemacht hat für uns, also für den Besenwagen damals. Von daher, Liebe auf den ersten Blick. Das heißt aber auch, dass wir jetzt schon seit 6 Jahren was zusammen machen. 5 Jahre, 6 Jahre, ja. Den Rest und so später, ne? Habt ihr schon gegessen morgen? Berühmte Carbo-Loading. Man soll ja während des Gehens nicht essen, aber ich esse meistens auch im Stehen. Immer in Hektik, deswegen passt das zu mir. Wir sind jetzt hier in Chemnitz angekommen. Hier ist Radrennen, glaube ich gerade um 19. Und jetzt die Startnummern. Dann baue ich das Fahrrad auf, mache Cardio noch Fotos und dann fahre ich hier ein bisschen rum im Schlamm. So, dann kommt das Highlight. Hier so. Oh, kalt. Ich hatte ja gesagt, dass ich hoffe, dass es noch kälter wird, aber jetzt gerade ist mit dem Wind ist der schon richtig eklig. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Kurs. Wie ihr seht, liegt Schnee. Aber es ist nur 0 Grad, aber der Wind ist halt echt eklig, also so richtig eisig. Und der Kurs scheint wohl gar nicht so krass matschig zu sein, sondern eher so eisig, dass man nicht weiß, ob es jetzt rutschig wird oder nicht. Und da oben sieht man auch schon, Kali muss auch mal Hilfe, wenn ich sage, da oben. Wir sind oben schon langlaufen und im Schneekant nicht fahren, dann können wir mal hingehen und uns das angucken. Gleich ist der Start von der U23, glaube ich. Und wir gucken uns mal an. Dann hat man so ein bisschen so einen Eindruck, wie das hier morgen für uns auch wird. Und er ist gerade schon mal hier einmal durchgefahren, das sah eigentlich sehr gut aus. Hat es gerade nochmal probiert. Jetzt hat es nicht funktioniert. Aber der Steilhang hier ist echt eklig, weil es halt einfach gefroren ist und der Wind steht halt voll auf dem Hang hier drauf und es ist halt eisig kalt. Ja. Wenn man auskühlen will, dann ist das hier eigentlich ganz praktisch. Es gibt so eine Linie in der Mitte durch. Hier, da kann man schon fahren. Aber die musst du halt auch treffen. Ich habe bis jetzt auch erst einen gesehen, der das hingekriegt hat. Ich bekomme es ganz bestimmt nicht hin. Deswegen brauchen wir uns gar nicht weiter hier mit aufhalten. Es ist einfach nur kalt. Lass mal lieber zurück in Richtung Auto gehen. Ganz wichtig, Vorrat Adel Holzner Wasser. Ja, ist ja, ich warte immer noch auf die Sponsoranfrage. Das Rad bin ich hier noch gar nicht gefahren, also nur auf der Rolle bei Hitzetraining, aber draußen noch gar nicht. Das heißt, es wird heute zum ersten Mal dreckig. Ich entschuldige dieses Gesumme im Hintergrund, aber da fährt jemand oder ich glaube ein Mädel fährt da gerade auf der Rolle. Das hört sich halt dann so ein bisschen summerig an, aber man gewöhnt sich dran. Also, das ist mein Rose Backroad FF, eigentlich ein Gravelrad. Man kann aber natürlich auch Cross fahren. Ich habe eigentlich mein normales Gravel-Setup. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich vorne einen 46er Campingplatz fahre. Und hinten fahre ich die neue Red Explorer
Gravel-Schaltung, Schaltwerk und sowas. Wir gehen ja beim Gravel immer größer mit den Reifen, also 45 ist jetzt halt irgendwie der Standard. Und dann auf einmal auf so einen schmalen Reifen hier zu fahren, es fühlt sich an, als wenn man mit einem Straßenreifen im Gelände fährt. Aber ja, genau, das ist das Setup, mit dem ich jetzt mal hier rumtuckern werde. Luftdruck werde ich natürlich viel zu viel drauf machen, weil ich auf jeden Fall keinen Platten kriegen will. Genau, jetzt ziehe ich mich um und dann geht's auf die Runde. Der Kurs ist zum Teil sehr verwinkelt, ist halt ein Crosskurs, also würde ich sagen. Ja, ein paar lange Geraden. Macht, glaube ich, schon Bock so nach einer halben Stunde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass für mich gerade die Startphase und alles echt unangenehm wird. So Matsch-Eis-Mix war schon zum Teil echt richtig matschig. Wenn es die gleichen Bedingungen sind wie heute, glaube ich nicht, dass ich morgen wechsle. Genau, mache jetzt die Räder noch fertig. Nochmal mit dem Rad, das ich heute benutze, nochmal eine extra Schicht Optimized Wachs rauf. Und dann gehen wir pennen, ein bisschen chillen. Hier unsere Zweisamkeit, du kannst ja vielleicht mal unser Zimmer zeigen. Unsere Zweisamkeit irgendwie nutzen. Und ich bin so ein Fenster, wir schieben die Betten immer noch ein bisschen enger zusammen. Ich bin aber eigentlich so ein Fenster auf Schläfer, auch egal wie kalt es ist. Aber wenn man hier das Fenster aufmacht, dann zieht das durch die Eingangstür so krass, das hört sich an, als wenn man in einem Flugzeug ist und jemand so auf maximale Höhe einfach die Tür aufreißt. Das ist so krass laut. Wir dachten zuerst, hier geht irgendwie eine Turbine an oder irgendeine Lüftung, wenn wir das Fenster aufmachen, aber es ist einfach nur der Wind, der durch die Tür durchzieht, ja. Ja, das sind so die Geschichten, ne, die das Leben schreibt. Viel. Unser Absetzen ist da, dann gehen wir jetzt runter von der Kopfabreibe. Hat sich jetzt teuer verkauft. Nur einer. Was haben die gemacht? Anscheinend den Schräghang, wo ich mich gestern so gefreut habe, dass ich so hochgefahren bin, haben sie rausgenommen. Aber mal gucken, ob das wirklich so ist. Ich fahre jetzt eine Runde rum, gucke ein bisschen wegen Luftdruck und dann... Achso, das ist Paul. Aber den kennt ihr, glaube ich, schon. Und das ist mein Mechaniker heute hier. Ne? Ja. Wollen wir kurz einfach zwei unterschiedliche Drücke mal drauf machen und du wechselst kurz? Nee, ich drück runter. Okay. Ja, passt. Okay, bis gleich. Jetzt schön treten auch. Ja, ich weiß. Ich habe mich
mich jetzt gerade umgezogen in eine warme Umkleide. Wir fahren eine Stunde, wir Männer, auf einem Rundkurs. Maximale Reifenfreiheit sind, oder Reifenbreite sind 33 mm. Ist ein geiler Sport, also zum Zuschauen ist mega geil, weil du halt innerhalb von so einem Tag mega viele Rennen reinpacken kannst, wo die halt alle relativ kurz sind. Und es wäre cool zum Anschauen, weil es halt auf dem Rundkurs ist und alles sehr nah beieinander. Ich weiß gar nicht, ich glaube man fährt eine halbe Stunde und dann hat man die Durchschnittsrundenzeiten und darauf rechnet man hoch, wie viele Runden es insgesamt werden. Und kann sein, dass es dann am Ende 59 Minuten sind, kann aber auch sein, dass 1 Stunde 2 sind, ja, für den ersten. Das ist halt auch, ich bin gerade mit Marcel Meisen, der amtierende deutsche Meister und wahrscheinlich auch wieder neue deutsche Meister. Mit dem bin ich gerade mal eine halbe Runde rumgefahren. Ja, der fährt halt durch so eine Kurve und dann habe ich halt eine halbe Runde Rückstand, ne? Also der ist ja auch technisch unglaublich begabt und einer der besten überhaupt. Also auch weltweit gesehen so. Im Cross muss man sagen, der hat ja dann auch immer so mit die schnellsten Zeiten in Segmenten bei Crossrennen, was so technische Passagen angeht. Ja, aber jetzt erstmal warm werden und dann Radrennen fahren, wa? Das Gute ist ja, dass ich eine relativ steile Lernkurve haben werde im Rennen. Also ich denke, ich werde von Runde zu Runde besser um den Kurs rumkommen. Nee, ich hab Bock, ich freue mich. Jetzt geht's auf die Rolle. Noch eine Dreiviertelstunde und dann geht's ab. man so drüber. Du brauchst keinen Pass. Absolut top kommen. Matti Oberstein. Komm mal raus, der alte Silberer! Hopp, hopp, hopp! Aber meine Kälte ist halt Das war auf jeden Fall härter, als ich in Erinnerung hatte. Ey. ganz starkes Rennpass. Gute Regeneration. Oh, okay, ja, hat Spaß gemacht. Alex! Genau. Take. Wir sind wieder beim Restaurant zur Goldene Möwe. Kadir hat ja hier die Premium-Card, das heißt, wir können hier einfach reingehen und müssen nichts bezahlen. Gibt auch die ersten schreienden Kinder, so wie immer. Das heißt, es ist Fazitzeit. Wo soll ich anfangen? Also erstmal, ich habe es ja erwartet, ne, dass Chemnitz abliefert mit den ZuschauerInnen und war geil. Also die Stimmung, die da vor Ort war brutal. Also gab natürlich auch Flecken, wo keine Leute standen, aber wenn sie standen, waren das
echt viele. Und es ist krass, wie oft ich meinen Namen gehört habe. Also erstmal vielen Dank an alle da draußen, die mich angefeuert haben. Auch in den Momenten, was das ganze Rennen war, wo ich nicht ums Podium gefahren bin. Nee, war mega geil, hat echt stimmungsmäßig unglaublich Bock gemacht. Und ja, vielen Dank. Also Cross lebt auf jeden Fall noch in einigen Bereichen anscheinend. Und das ist schön zu sehen, das freut mich. Ja, hat wie gesagt Spaß gemacht. Zu meiner Performance, ich weiß gar nicht, ob ich es Performance nennen will, das hat sich ein bisschen so angefühlt heute wie, man geht raus, muss voll zur Max-Intervalle fahren, aber man fühlt sich aber so ein bisschen wie so ein Sack Schrauben. So war das heute. Also nicht wirklich irgendwie spritzig gefühlt, auch nie so richtig in Gang gekommen, aber das ist in Ordnung. Ich habe gar keine Ausreden. Ich glaube, ich bin 9. oder 10. Ich glaube, am Ende 10. geworden. Ist okay. 9. wäre auch okay gewesen, 11. auch. Es hat Bock gemacht, hat echt wehgetan auf der Lunge. Ja, es sind dann halt doch irgendwie dann jetzt 15 Jahre, seitdem ich so richtig Cross gefahren bin. So, zwischendurch natürlich nochmal einen Ausflug zu Deutschen gemacht, in Kleinmachnow, aber so richtig aktiv. Und da merkst du halt, ne, also um die Kurven und so, ist jetzt schon nicht so schlecht, wie ich fahre, aber ich fahre auf jeden Fall schlecht im Verhältnis zu allen anderen da. Ich bin vorhin im Rennen eine Runde mit Marcel Meisen, den alten und neuen deutschen Meister, herzlichen Glückwunsch, gefahren. Der ist übrigens auch im Outside-Podcast zu hören, in der neuen Folge, die noch nicht raus ist, wenn ihr dieses Video schauen könnt. Und ja, also jede Kurve, der ist einfach nur reingerollt und hat mir irgendwie direkt mal ein paar Meter gegeben. Aber ja, wie gesagt, hat Bock gemacht, war wieder eine geile Erfahrung. Schön zu sehen, dass Cross lebt in Deutschland. Und ja, auf zu den Dingen, die mir momentan etwas besser liegen, die etwas längeren Rennen. Genau, freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und die Stimmung kommt rüber. War, wie gesagt, mega geil. Strecke konnte man, glaube ich, sehen, dass es rutschig war und zum Teil auch schlammig. Wie gesagt, ich glaube, die ganzen Eindrücke solltet ihr mitbekommen haben in diesem Video. Und wir sehen uns das nächste Mal, so wie es momentan aussieht, in den USA. Eventuell auch schon vorher. Muss ich mit Kadir noch ein bisschen schnacken, ob das funktioniert. Aber wenn nicht, begleitet er mich bei meinem US-Trip. Und da freue ich mich schon drauf. Genau. Das war's. Vergesst nicht zu subscriben und auch dieses Video zu liken. Also drückt da irgendwie die Glocke oder irgendwas, was man da alles drücken kann. Und folgt dem Kanal, wenn ihr diese Videos mögt. Das ist tatsächlich wichtig, um im Algorithmus irgendwie nach oben zu kommen. Ich verdiene mit den Videos kein Geld, aber wäre natürlich schön, wenn die Arbeit, die wir reinstecken, noch von mehr Leuten gesehen wird. Also, wir sehen uns im April, vielleicht aber auch schon vorher. Ciao. Okay.